Die Türkei fasziniert uns immer wieder. Gerade sind wir in Ostanatolien, das flächenmäßig die größte Region der Türkei darstellt, in der zahlenmäßig aber auch die wenigsten Menschen leben. Hier wirkt die Natur um uns herum unberührt. Und wir finden wieder unglaublich schöne Plätze für unser Zelt. Wir essen jetzt Mittag mit Ausblick auf den Agridagi-Berg. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, vermutlich nicht. Ihr habt es gerade gesehen, wie die Landschaft hier aussieht. Ich traue mich nicht so richtig weit zu fliegen, weil wir in der Grenzregion sind und ein Militärposten. Es ist keine Flugverbotszone hier, aber nichtsdestotrotz keine Ahnung, ob diese Datenbank wirklich auf dem aktuellen Stand ist. Es ist unbeschreiblich hier. Also diese Lavafelder unter uns und diese Farben, grün, orange, rot, schaut euch das an, das ist unglaublich. Alle möglichen Facetten. Wirklich eine völlig voll abgefahrene Gegend hier. Ein Steinwurf da rechts von mir ist der Iran. 2 Steinwürfe geradeaus rechts ist Armenien. Und ja, links zu mir sind diese verbrannten Felder hier. Ja, es sieht ein bisschen aus wie Schokostreusel auf dem Marmorkuchen oder irgendwie sowas. Diese verbrannte Lava und alles. Wow. Also das ist eine tolle Etappe hier, macht schon richtig Spaß. Merhaba. Where are you from? Almanya? Almanya, Germany. Germany. Willkommen. Bisiklet. You must see cold room. Cold brew. Gold Room. Ja, wir haben hier gerade die Radler getroffen und er verkauft die Getränke und das ist in den Stein gehauen. Total Und da drin ist es richtig kühl. Das ist seiner. Ja, er fährt mit Trailer. 40 Kilo hat er gesagt, hat er drauf. Çok güzel. Güle. Bye bye. Ja, waren die lieb. Wir fahren auch, wir machen eine 24-Tage-Tour durch die Türkei. Und genau, also aus Adana und richtig lieb, richtig coole Leute. Halt so, schon so alt wie mein Vater und so, aber wenn ich mir jetzt überlege, der wird das nicht machen, glaube ich. Papa, wenn du das siehst, nimm dir mal ein Beispiel, das ist echt super. Also kann man in dem Alter auch noch machen. 24 Tage mit dem Zelt durch die Türkei. Mega coole Dudes. Wir sind da. Also wir haben dieses da heute definiert als Zeltplatz. Im Hintergrund sieht man den Ararat. Aydari oder sowas wird der genannt, keine Ahnung. Angeblich der höchste Berg von der Türkei mit 5137 Metern. Habe ich mal so gelesen. Ja, genau. Aber ist doch richtig geil hier die Umgebung, oder? Hammermäßig. Das Einzige, was ein bisschen stört, sind die Autos, aber die können wir uns wegdenken. Ohrenstöpsel. Ansonsten ist hier episch. Ja, jetzt bauen wir das Zelt auf und dann geht's ans Kochen.
Oh, super. Wir sind in einem Sandsturm. Das Zelt fliegt fast weg. Ah. Genau. Alles fliegt. Ja. Sandsturm. Boah, ist schon richtig übel hier. Also wir haben jetzt das Zelt notdürftig festgemacht. Von draußen mit ein paar Seilen und so weiter. Dabei ist leider ein Hering kaputt gegangen. Und ja, ich habe mal nachgeguckt. Es hat hier zwischen 20 und 30 Meter pro Sekunde. Wir blenden es mal ein, wie es aktuell aussieht, und es wird heute Nacht noch schlimmer. Die Fahrräder und so weiter haben wir alle mal gut hingestellt, dass es nicht umkippt oder aufs Zelt oder sowas. Alles dicht gemacht, die Taschen zugerollt, damit kein Sand reinkommt. Ja, jetzt können wir eigentlich nur abwarten und hoffen, dass wir irgendwie schlafen können. Weil das Zelt, das haut doch sehr umeinander. Der Sandsturm ist vorbei. Sieht ja ganz gut aus. Boah, ey, krass. Oi, Leute, das war eine Abfahrt, hä? Spitzenmäßig. Wir sind jetzt wieder auf 800 Metern. Richtig tief, hier ist es brühwarm. Deswegen ziehe ich jetzt auch mal meinen Schal aus. Jetzt haben wir gerade angehalten, um Wasser zu holen, weil hier in der Gegend wird das Wasser immer schlechter. Und das wollen wir jetzt nicht machen, also haben wir uns jetzt mal Trinkwasser besorgt, Ja, umgefüllt. nachdem wir gesehen haben, was so rumschwimmt in den Wasserquellen, wie wir zuletzt hatten, haben wir uns rigoros dagegen entschieden. Ja, das werden wir wieder ändern, so ich schätze mal 200 Kilometer noch, dann ist das Wasser wieder besser, dann gibt es wieder Berge und Quellwasser. Ja. Aber hier in diesen Wüstenebenen, das ist alles geklort oder giftig. Mittagessen. Wir haben hier so einen verlassenen Stand gefunden, da verkaufen die normalerweise ihr Obst und Gemüse. Perfekt. Mit Sofa. Jetzt haben wir hier einen Sturm und Regen und Gewitter. Direkt mal warm anziehen. Gut, dass wir das Dach haben hier. Ich habe mich schon gefragt, wann das nächste Mal regnet hier. 1 Kilometer rechts von uns ist die armenische Grenze, aber die ist geschlossen. So ein fieser Gegenwind. Ich wäre sonst viel schneller. Nice, nice. And you're pedaling from where? From Albania, from Germany. Germany. Japan. Yes. Japan. Yes, that's nice. Wow. Yeah. And then we are going to Dogu Bayazid. Ah, it's a Nice. nice place. We just came from there. Yes. Yeah. Yes. The mountain Ararat is so lovely there. Yeah. But it's very dusty. Yeah, it's quite dusty, but with a helmet you shouldn't have a problem. I hope. And you're going to, you said Japan. Japan. Japan, yes. Oh my It God. takes a while till we reach I thought it Japan. was, you were saying a city in Turkey, but you're going to Japan. First Georgia and then Armenia. Yes, next. Georgia, Armenia, Iran, and then all the Stan countries, India. Yeah. Like I'm so jealous right now. This is Daniel. Nice. He's English teacher, the first Ah, person nice. who's speaking very good English in this area.
You can take this some. You can take. Yes. Thank you. Da bleiben wir. Das ist jetzt eine Strafrunde für mich heute, weil ich einen Hering geschrottet habe in der Nacht- und Nebelaktion, weil wir mindestens 60 km/h Wind hatten. Deswegen habe ich jetzt heute die besondere Aufgabe, alle Heringe reinzuklopfen. Also was ist wichtig? Ein bisschen schräg, weil das soll ja hier halten. Das ist so gemein. Also hier von der Seite drauf klopfen, ja? Das Einmaleins des Heringsklopfens. Und das am besten, dass das 2/3 unter dem Boden ist. Weiß ich nicht, ob es so sein muss, sage ich jetzt einfach mal. So, hält auch schön. Also wichtig ist es senkrecht zum Hering klopfen, nicht senkrecht zur Erde. Und dass ihr das Zelt ein bisschen unter Spannung habt. Und passt auf, dass sich unter dem Zelt, also im Boden, keine Steine befinden, weil wenn ihr den Hering drauf klopft, dann wäre das sehr schade. Und er geht euch vielleicht kaputt. Ihr seht schon, so in diesem Winkel klopfe ich drauf. So, Meister, habe ich es gut gemacht? Ja, hat sie exzellent gemacht. Ja. Was nämlich gestern passiert ist, da hat sie leider nicht senkrecht zum Hering geklopft, sondern senkrecht zur Erde und hat das obere Teil vom Das Hering. war voll dunkel. Ja, dunkel. Das obere Teil vom Hering leider, indem sie quasi, halt's mal kurz. Sie hat nicht hier drauf geklopft, sondern hier und dann hat es natürlich knack gemacht, das Ding war ab. Aber jetzt hast du ja das Herings 1x1 drauf, gell, mein Spatz? Ja, und jetzt schnell, weil die Mücken beißen. Ja. Wir haben ein bisschen Besuch gekriegt. Die wohnen hier ums Eck, glaube ich. Ah, Gesell. Jetzt werden ganz viele Fotos gemacht. Okay, na dann stehe ich mal auf. Die haben ein bisschen so gemacht von mir und so. Süß. Ja, die waren voll lieb. Der Kleine konnte das gar nicht fassen. Oh, was ist denn das hier? Einen wunderschönen guten Morgen. Die Melli liebt ja Berge so und wir haben uns von dieser Gegend hier eigentlich nichts gedacht. Und eigentlich ist es voll schön, weil das sind die Berge, Melli, die du auch haben könntest. Da fahren wir jetzt drüber. Und? Gefallen sie dir? Ja, erinnern uns ein bisschen an den Atlas in Marokko. Wer die Folgen nicht gesehen hat, unbedingt reinschauen, lohnt sich. Wunderschöne Farben, rot, grün, blau, alles. Die Steine da waren richtig abgefahren. Hier ähnlich, nicht ganz so bunt, aber trotzdem richtig schön. Da geht es dann hoch auf 2600, 2500 oder so und dann natürlich gleich wieder runter. Die Milli besorgt jetzt ein bisschen Brot da drüben. Wir schauen immer, dass wir zu den richtigen Holzofenbäckereien fahren. Das ist eine davon. Hier, man sieht es vielleicht, es spiegelt ein bisschen eine riesengroße, schöne Laibe Brot. Und da drüben das typische lange Weißbrot, was es hier überall gibt. Aber wir wollen das Laib. Boah, die haben, Moment, ich muss zeigen, das ist abartig. So lange Brote. Wirklich so lang. Die passen gar nicht alle in so eine Tüte. Also ich habe jetzt hier ein Riesenbrot geholt, also Pide. Das ist schon ganz schön viel. Was Semmel? Das nennt man Zimmet, das ist sehr lecker. Und Pocha heißt es, sind gefüllte Semmeln mit Käse, Oliven, Kartoffeln, was auch immer. Okay, ganz voraus und ein Bus und eine Gans.
Okay, Gans entscheidet sich für unsere Seite. Hallo Gans. Ah, wie ein kleiner Gänserich. Sie habe ich gesehen. Auch sind die süß. Ah, super schön hier, Wahnsinn. Ihr habt vielleicht schon mal gesehen, hier rechts hinter dem Zaun, da lagert Kacke. So Ballen, Batzen, gepresste Scheiße, die wird hier benutzt, um im Winter zu heizen. Da links sieht man auch wieder am Zaun entlang, das ist alles Kacke. Unglaublich toll. Ohne es zu wissen, führte uns unsere Route durch diese unglaublich schöne Landschaft, ganz nah zur armenischen Grenze. Wir sind hier in der Nähe von Tuzluca. Den Namen hat der Ort vom hohen Salzvorkommen im Umland. Salz heißt nämlich auf Türkisch Tuz. Hier gibt es Salzhöhlen, in denen nicht nur Steinsalz abgebaut wird, das Salz wird hier sogar für die Gesundheit und Stärkung des Immunsystems eingesetzt. Es gibt ein Salztherapiezentrum in den Salzhöhlen, wo Patienten mit Atemwegserkrankungen, Ekzemen und Hautkrankheiten behandelt werden. Begleite uns ins nächste Abenteuer. Die letzte Etappe durch die Türkei steht an, bevor wir in das total gegensätzliche grüne Georgien radeln. Du hast bestimmt das knackende Mikro bemerkt. Das ist leider kaputt. Wenn du uns bei der Ausrüstung unterstützen möchtest, würde uns das sehr freuen. Denn Videos wie dieses entstehen erst durch deine Unterstützung. Das geht zum Beispiel über unsere Mitgliedsplattform, die wir dir in der Videobeschreibung verlinken. Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle, die uns zum Beispiel auch über PayPal supporten. Mit eurer Hilfe können wir die Qualität unserer Videos stetig verbessern. Liebe Grüße, Gülle Gülle und bis bald!